Sie sind offensichtlich noch rechtzeitig aufgewacht, um in aller Hektik und vermutlich noch etwas schlaftrunken einen Entschließungsantrag zusammenzuschustern. Das hätten Sie sich aber auch sparen können. Schlafen Sie ruhig weiter. Verehrte Kollegen, bisher habe ich in meiner Rede Ihr Handeln bzw. Ihr Nichthandeln relativ humoristisch betrachtet, soweit es eben möglich ist. Aber damit ist jetzt Schluss. Also das Wort jetzt die Abg. Nguyen wieder. Bitte schön. Frage ich Sie, ob Sie die Statistik vom BK und von Destatis gesehen haben, die zeigen, dass ausländische Straftäter überproportional repräsentiert sind. Als ob Sie die Statistik nicht kennen würden. Also laut BK und Destatis haben die Straftaten gegen die sexuelle Bestimmung um 169% zugenommen seit 2014. Das ist ein Rekord. Hey Leute, willkommen in der Realität. Wie lange lassen wir uns eigentlich noch verarschen? Während SPD, CDU und die Linke das Land gegen die Wand fahren, steht eine im Landtag auf und sagt, was Sache ist. Anna Nguyen, klipp und klar, ohne Rücksicht. Die Altparteien toben, weil sie genau wissen, sie wurden gerade vor laufender Kamera entlarvt. Wer nach diesem Video noch an die glaubt, dem ist nicht mehr zu helfen. Auf geht's! Sehr geehrte Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ein berühmtes lateinisches Sprichwort besagt, zuweilen schläft auch Homer. Nun liegt es mir fern, die regierungstragenden Fraktionen oder angesichts des verheerenden Koalitionszustandes vielleicht besser die regierungsschleppenden Fraktionen mit dem großen Homer zu vergleichen. Vielen Dank. Aber geschlafen haben Sie, liebe Kollegen von CDU und SPD, ja offenbar schon, als wir hier im Hohen Hause im Septemberplenum sowie in mittlerweile 2 Ausschüssen lang und breit über unseren Antrag sowie die Anträge der FDP und der Grünen zum Thema häusliche Gewalt und Schutz von Frauen diskutiert haben. Sie sind offensichtlich noch rechtzeitig aufgewacht, um in aller Hektik und vermutlich noch etwas schlaftrunken einen Entschließungsantrag zusammenzuschustern. Das hätten Sie sich aber auch sparen können. Schlafen Sie ruhig weiter. Was soll das Parlament denn mit diesem Antrag anfangen? Sie haben ganz offensichtlich unseren Antrag genommen und Teile davon abgeschrieben, die einleitenden Sätze sogar fast wörtlich. Abschreiben allein reicht aber nicht. Man sollte die Zielrichtung des Abgekupferten auch verstehen. Was ich damit meine? Nun, wir haben seinerzeit in unserem Antrag explizit den dringend notwendigen Ausbau von Frauenhäusern gefordert, genauso übrigens wie die GRÜNEN. Nun aber kommen CDU und SPD und klopfen der Landesregierung kräftig auf die Schultern, was diese nicht alles schon für die Frauenhäuser tut bzw. getan hat. Das könnte man ja noch akzeptieren, wenn sich wirklich schon was getan hätte und der nicht hinnehmbaren Überbelegung von Frauenhäusern wirkungsvoll begegnet worden wäre. Aber was muss man feststellen? An der prekären Situation der Frauenhäuser hat sich noch immer nicht genug getan, trotz der Bemühungen durch die Landesregierung. Liebe Kollegen von CDU und SPD, hören Sie also endlich auf, Sand in die Augen der Opposition zu streuen und verschonen Sie uns mit diesen leicht durchschaubaren und lächerlichen Gefälligkeitsanträgen. Gegenüber der Landesregierung, mit denen wir in schöner Regelmäßigkeit behelligt werden. Schauen wir uns Ihren Antrag noch ein wenig genauer an. Natürlich darf hier mal wieder die Betonung der Täterarbeit und der Prävention nicht fehlen. Meine Kollegin Wegels hat es schon einmal gesagt, und ich sage es noch einmal, die Sorte Männer, die Frauen gegenüber gewalttätig sind, werden sie auch mit einer ganzen Armada von Sozialpädagogen nicht erreichen. Auch wenn seit dem Ausscheiden der Linken aus dem Landtag ja wieder einige Sozialpädagogen dem Arbeitsmarkt zur Verfügung stehen. Die Wahrheit tut weh, nicht wahr?
Nein, meine Damen und Herren, den Tätertyp, um den es hier geht, erreicht man nicht mit psychosozialen Kuschelprogrammen, wohl aber mit der harten Hand des Staates. Solche Täter sind ein Fall für Polizei und Justiz und kein Fall für Sozialarbeiter. Die Polizei muss dabei durch eine konsequente Ausweitung im Hinblick auf das sogenannte Gefährdungslagenmanagement in die Lage versetzt werden, mögliche Gefährdungen für potenzielle Opfer von häuslicher Gewalt und Frauenmorden zu identifizieren und zu bewerten, um bestmögliche Schutzmaßnahmen zu ergreifen. Auch das hat Ihnen die AfD ja bereits ins Stammbuch geschrieben. Aber da haben Sie offensichtlich auch geschlafen. Verehrte Kollegen, bisher habe ich in meiner Rede Ihr Handeln bzw. Ihr Nichthandeln relativ humoristisch betrachtet, soweit es eben möglich ist. Aber damit ist jetzt Schluss. Es ist nämlich geradezu abenteuerlich, wenn auch nicht überraschend, wie CDU und SPD mal wieder um den heißen Brei und um den überlebensgroßen Elefanten im Raum herumschleichen. Kein Wort verlieren Sie darüber, warum eigentlich die Zahlen von Gewalt gegen Frauen in den letzten Jahren so angestiegen sind. Sie räumen zwar ein, dass in Gewaltschutzeinrichtungen mittlerweile, ich zitiere, kultursensible Sprachmittlung notwendig ist, aber zu sagen, warum das so ist, dazu konnten Sie sich mal wieder nicht durchringen. Ich hole das aber gerne nach. Weil der weit überwiegende Teil von Frauen in Frauenhäusern nicht in Deutschland geboren ist. Im Jahre 2022 immerhin schon 69%. Das zieht den naheliegenden und richtigen Schluss nach sich, dass es natürlich auch bei der Täterseite nicht viel anders aussieht. Frau Abg. Nguyen, lassen Sie eine Zwischenfrage der Abg. Gersberg zu. Frau Gersberg, Sie haben das Wort. Bitte schön. Okay. Kennen Sie die Studie, die erklärt, warum so viele Frauen mit Migrationshintergrund in Frauenhäusern sind? Das ist nämlich längst untersucht. Das Problem ist nämlich, und ich frage Sie, ob Sie diese Studie kennen, dass viele Frauen nicht so viel Familie haben, wo sie unterschlüpfen können und natürlich ihnen auch viele aus der Gesellschaft, unter anderem von der AfD, dann nicht helfen, wenn sie von Gewalt bedroht sind. Dann frage ich Sie, ob Sie die Statistik vom BKA und die Statistik von Destatis gesehen haben. Also das Wort jetzt die Abg. Nguyen wieder. Bitte schön. Frage ich Sie, ob Sie die Statistik vom BKA und von Destatis gesehen haben, die zeigen, dass ausländische Straftäter überproportional repräsentiert sind. Ich habe hier auch eine Zahl. Ich habe ja auch Zahlen für Sie, weil Sie die Statistik ja offensichtlich nicht kennen, nicht wahr? Also mir kommt es zumindest so vor, als ob Sie die Statistik nicht kennen würden. Also laut BKA und Destatis haben die Straftaten gegen die sexuelle Bestimmung um 169% zugenommen seit 2014. Das ist ein Rekord. Und der Ausländeranteil an Vergewaltigungen und sexuellen Nötigungen liegt bei 37,2%. Der Anteil an der Bevölkerung liegt bei 16,6%. Also, Sie sind überproportional überrepräsentiert. Aber das ignorieren Sie völlig. So, die Täter, die Frauen schlagen oder sexuell belästigen, haben doch heute zu einem ganz erheblichen Teil eine ähnliche Geschichte, und zwar eine Migrationsgeschichte, vornehmlich geprägt durch Länder, über deren Frauenbild man eigentlich kein weiteres Wort zu verlieren braucht. Das sind doch die Herrschaften, die für die Zunahme sexueller Belästigung im öffentlichen Raum, die selbst Sie von CDU und SPD in Ihrem Antrag einräumen, verantwortlich sind. Oder wie erklären Sie es sonst, dass seit Beginn Ihrer beklatschten und mit Kuscheltieren gehuldigten Massenmigration die Sicherheit für Frauen immer weiter erodiert?
Frau Gerzberg, Sie brauchen gar nicht den Kopf zu schütteln. Ich habe Ihnen ja eben die Zahlen vorgelesen. Aber Zahlen sind vielleicht rechts, nicht wahr? Aber natürlich hat es Gewalt- und Sexualdelikte gegen Frauen schon immer und auch durch Deutsche gegeben. Das ist doch völlig unstrittig. Aber es ist eben genauso unstrittig, dass die Zahlen seit der aus dem Ruder gelaufenen Migration aus Ländern mit einem rückständigen Frauenbild geradezu explodiert sind. Doch muss man dieser Entwicklung ja nicht so hilflos wie Sie gegenüberstehen. Und ich gebe Ihnen gerne eine kleine Nachhilfestunde. Wenn Sie Frauen vor immer mehr Gewalt durch Ausländer schützen wollen, schieben Sie ab. Wenn Sie verhindern wollen, dass unsere Innenstädte für Frauen immer mehr zu Räumen der Angst vor übergriffigen Migranten werden, schieben Sie ab. Wenn Sie es ernst meinen mit dem Schutz von Frauen und wohlfeilen Worten auch Taten folgen lassen wollen, dann schieben Sie endlich ab. Meine Damen und Herren, gerade wenn es um die Sicherheit von Frauen geht, dann muss man es so deutlich sagen. Nur Tatkraft schafft Sicherheit. Ihr selbstbeweihräuchernder Antrag lässt jegliche Tatkraft vermissen. Der wohlfeilen Worte sind genug gewechselt worden. Die AfD lehnt ihren Antrag natürlich ab. Vielen Dank. Wenn das hier keinen wütend macht, dann weiß ich auch nicht mehr. Eine Politikerin der AfD stellt sich hin, sagt exakt das, was Millionen denken. Und was passiert? Die Altparteien drehen komplett durch. Warum? Weil sie enttarnt wurden. Punkt. Während SPD, CDU und Linke im Landtag auf wichtig machen, reden sie an der Realität der Menschen vorbei. Und zwar jeden verdammten Tag. Und jetzt kommt's. Eine Frau mit Migrationshintergrund spricht die Wahrheit aus. Und plötzlich geht das große Schweigen los oder Geschrei, je nachdem. Solche Reden wie von Anna Njin braucht es jeden verdammten Tag in diesem Land. Nicht weichgespültes Blabla, sondern klare Kante. Vielleicht wacht dann endlich mal jemand auf. Die Altparteien fühlen sich ertappt und das völlig zu Recht. Wenn euch dieser Klartext von Anna Njin gefallen hat, dann zeigt's. Like, Abo, Kommentar. Ihr kennt das Spiel. Und jetzt mal ehrlich, wen dienen SPD, CDU und Linke eigentlich noch? Und sicher nicht. Teilt das Video, bevor wieder irgendwer behauptet, das sei Hetze. Wir sagen nur die Wahrheit und die tut denen eben weh. Bis zum nächsten Mal. Thank you.